Im heutigen Video werde ich euch zeigen, wie ihr selber schnell und einfach goldene und silberne Blätter herstellen könnt. Ich verwende jetzt gleich Blätter von einem wilden Wein. Dann habe ich hier Blätter von einem japanischen Zierahorn und last but not least Blätter von einem Farn. Im ersten Schritt werden die Blätter zunächst getrocknet. Da habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit wäre, ihr trocknet die Blätter zwischen Büchern. Ich würde aber sicherheitshalber auf die Buchseiten auch noch Löschpapier legen. Nicht, dass dann die Buchseiten im schlimmsten Fall noch total dreckig werden. Dauert dann natürlich auch eine Weile, bis das Ganze dann getrocknet ist. So, dann gibt es noch eine zweite Option, die habe ich persönlich noch nie ausprobiert. Ihr bügelt die Blätter. Da solltet ihr euch aber vorab auch mal schlau machen, ob ihr nicht sicherheitshalber etwas auf das Bügelbrett drauflegt, damit das halt auch nicht dreckig wird. Nicht, dass es dann nachher zu Hause irgendwie, ja, ich sag mal Ärger gibt, ne, wenn das dann wirklich dreckig geworden ist. Und die dritte Option, die ich jetzt machen werde, ihr glättet die Blätter mit einem Glätteisen. Ich verwende jetzt ein altes Glätteisen. In meinem Fall ist das jetzt wirklich nicht schlimm, wenn das hier dreckig wird, aber das kann man hinterher auch alles wieder sauber machen. So, jetzt machen wir das Glätteisen mal an. Ja, es dauert hier mal eben einen kleinen Moment. Und was wollte ich euch jetzt noch sagen? Die Version mit dem Bügeln und mit den Büchern hat einen kleinen Nachteil, ist letzten Endes immer Geschmackssache. Das ist dann halt alles total platt gedrückt. Bei der Glätteisen-Version, da könnt ihr die Blätter halt auch noch ausformen. So, ist das jetzt schon richtig heiß? Ja, wir brauchen noch einen Moment. Ich habe jetzt mein Glätteisen gleich auf volle Pulle. Mal eben schauen, geht sogar noch höher. 200 Grad ist jetzt mein Glätteisen. Etwas auf die Finger aufpassen und wenn ihr jetzt mit dem Glätten anfangt, dann kommt hier etwas Dampf, also halt die Feuchtigkeit entweicht aus den Blättern, kann ein bisschen heiß werden oder kann etwas, ich immer und ein bisschen, furchtbar. Zack. Ich halte das jetzt hier so lange dran, bis hier schon mal der Qualm dann verschwindet oder fast weg ist. Den Stiel glätte ich auch mit oder zwischen meinem Glätteisen. Ihr könnt das dann auch etwas knicken. Ne, wenn ihr das halt nicht so platt gedrückt haben möchtet. So lange machen, bis hier kein Dampf mehr aus dem Blatt hervortritt, hinauskommt. So. Es wird auch relativ warm, das Blatt. Ne? Auf die Finger achten. So, das können wir jetzt hier schon mal beiseite legen. Jetzt nehmen wir mal den wilden Wein. Den habe ich noch nie geglättet. Da ist auch deutlich mehr Feuchtigkeit drin. Mal schauen, ob das hier was wird mit dem wilden Wein. Ich bin mir jetzt selber noch nicht sicher. Ist aber jetzt für mich auch gerade der erste Versuch. Ja, die sind noch zu frisch, die Blätter vom wilden Wein. Da ist einfach noch zu viel Feuchtigkeit drinnen. Da würde ich warten, bis die knallrot geworden sind oder halt gelb, ne? Je nachdem, welche Art ihr habt. Ja, wilder Wein, wisst ihr was, den lassen wir mal weg. Das macht hier keinen Sinn. Jetzt teste ich mal den Farn. Ja, ich glaube, der geht besser. Ich hatte auch schon Frauenmantel ausprobiert, kann ich euch nachher mal zeigen. Ist okay. Ich denke, Eichenblätter, die sehen auch toll aus. Ja, was haben wir denn sonst noch für Blätter? Also wilder Wein, lieber noch warten, bis die trockener sind. Das wäre jetzt wirklich Quatsch gewesen. Ich bin noch mal gespannt, wie sich der Farn dann, ja, wie gut das beim Farn hält. Ahornblätter klappt auf jeden Fall super. Und Eichenblätter müsste auch normalerweise klasse gehen. Ihr könnt natürlich auch die größeren Ahornblätter verwenden. Aber jetzt ist eine gute Zeit für die Ahornblätter von den japanischen Ahorn. Auch hier, ja, das kann man hier etwas zurechtknicken. Auf die Finger achten. Ja doch, der Farn ist auch okay, aber wilder Wein, Mit dem Trocknen meiner Blätter bin ich jetzt soweit fertig und im nächsten Schritt werde ich mit Sprühfarbe arbeiten. Von daher habe ich jetzt hier alle Türen und Fenster in meiner Werkstatt offen stehen, damit hier halt eine gute Durchlüftung herrscht. Ja, und dann werde ich aus Sicherheitsgründen auch noch Handschuhe und eine Maske tragen.
Ich verwende jetzt zwar gleich eine Sprühfarbe, die man auch wieder ganz gut von den Händen runter bekommt, aber ich würde einfach Handschuhe tragen, dann müsst ihr da nicht mühselig eure Hände später waschen. Und ja, mit der Durchlüftung ist auch echt wichtig, weil ihr bekommt sonst auch echt tierische Kopfschmerzen. Ist auch nicht so prall, wenn man das die ganze Zeit so einatmen würde. Oder dann halt einfach draußen machen, wenn es windstill ist. Bei windigen Tagen würde ich das nicht machen, dann kann das ja im schlimmsten Fall hier in die Augen reinwehen. Oder in der Garage, ne? Aber wie gesagt, da muss eine gute Durchlüftung in dem Raum herrschen. Und dann werden wir mal die Perspektive für euch wechseln, wenn ihr mich jetzt noch gescheit hören könnt. Für meine Ahornblätter verwende ich nun Goldchromspray und für die Farnblätter nehme ich Silberchromspray. So, dann legen wir jetzt hier mal los. Die Flaschen immer vorher gut schütteln und dann Schakka auf geht's. Ich habe jetzt hier auch extra mal einen Karton auf den Tisch gelegt. In meinem Fall wäre es jetzt egal, wenn er dreckig wird, ne? Aber wenn ihr da jetzt aufpassen müsst, wirklich Zeitungspapier, was auch immer da drunter legen oder auf den Tisch vielmehr. Und dann sprühen wir dich mal schön ein. Ich mache das jetzt auch von beiden Seiten und auch etwas den Stiel. Nicht komplett den Stiel, den wird man bei meiner Deko nachher sowieso nicht mehr sehen. Mal eben Lucky. So, da könnte man noch einen Tacken. Kommt zum Trocknen beiseite. Nochmal ein Ahornblatt, dann zeige ich euch mal hier die Farnblätter. Ja, das riecht auch ganz schön intensiv. Aber ich hatte erst noch ein anderes Goldspray gekauft, das könnt ihr vergessen. Das war sowas von doof. Da habe ich dann, ich glaube, 10 Euro im Müll geschmissen sozusagen. Bei den Ahornblättern auch etwas aufpassen, die können auch mal abbrechen. Ne? Der Farn, der ist relativ stabil, aber die Ahornblätter, da müsst ihr etwas vorsichtiger sein. So, mal schauen, wie jetzt dieses... Ich erzähle doch, ne? Schütteln und jetzt hier selber vergessen. Ah ja, das kommt auch gut. Das sieht cool aus. Auch hier die Rückseite. Und dann will ich das Ganze jetzt mal wieder für euch beschleunigen. Die Blätter werden jetzt auch nachher beiseite gelegt werden. Ich mache das nämlich für Dekoration, also für Herbstdeko. Wobei beim Farn bin ich am Überlegen, ob ich das vielleicht für Adventskränze nutze. Ich denke, die Blätter vom Ahorn würden jetzt nicht so gut ins Bild passen, aber so der Farn in dem Adventskranz, Hammer. Theoretisch gesehen könnte ich jetzt meine Blätter nach 30 Minuten schon weiterverarbeiten, aber ich werde die jetzt über Nacht noch in meiner Werkstatt liegen lassen, einfach damit sich dieser intensive Farbgeruch verflüchtigen kann. Das hier ist das Blatt von einem Frauenmantel, was ich vorhin erwähnt hatte, gefällt mir persönlich aber jetzt nicht wirklich. Und dann hatte ich noch ausprobiert ein Blatt von einem Schlafbaum, aber da könnt ihr schon gut erkennen, die einzelnen Blättchen rieseln im Nachhinein alle leider ab. Würde ich jetzt auch nicht unbedingt empfehlen. Mit der Trocknungszeit der Farbe kann allerdings auch noch variieren, je nachdem welchen Hersteller ihr verwendet. Ja, und ich werde die Sachen dann halt erst einmal beiseite legen und werde sie dann in zukünftige Herbstdeko einarbeiten. Voraussichtlich werden sie mit der Heißklebepistole befestigt werden, aber ich persönlich finde, die sehen echt cool aus, auch hier diese Farnblätter. Und wie bereits schon erwähnt, also für einen Adventskranz, ne, kann ich nur sagen, oder Eichenblätter in einem Adventskranz, das sähe bestimmt auch klasse aus. Ja, ansonsten werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Die benötigten Materialien für das Projekt findet ihr wie immer auch in der Videobeschreibung. Ich sage jetzt einfach mal, macht's gut, passt auf euch auf, eure Pink Peach. Bye!